Gegen den Mann, der in Essen 2 Mehrfamilienhäuser angezündet haben soll, ist Haftbefehl wegen schwerer Brandstiftung und versuchten Mordes erlassen worden. Das berichtet ein Sprecher der Polizei Essen. Dem 41-Jährigen wird ja vorgeworfen, die Brände am Samstag vorsätzlich gelegt zu haben. Nach Angaben der Feuerwehr wurden 31 Bewohner verletzt, davon 2 Kleinkinder, lebensgefährlich. Es sind unfassbare Szenen, die sich am Samstagabend mitten in Essen abspielen. Ein Video zeigt, mehrere Männer gehen auf einen Mann los, der offenbar eine Machete in der Hand hält. Es soll sich bei ihm um einen 41-jährigen Syrer handeln. Es dauert einige Minuten, bis schließlich die Polizei eintrifft. Weiter! Weiter! Weg vom Messer! Hast du irgendwo noch ein Messer? Hast du noch ein Messer? Nein! Leg dich auf den Boden! Nein! Leg dich an! Straße von einem Fliesengeschäft. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich definitiv um eine Beziehungstat. Der 41-jährige Mann mit syrischer Staatsangehörigkeit hatte 2 Wohnhäuser aufgesucht, in denen er mit Brandbeschleuniger einen Brand gelegt hatte, um letztendlich dem Umfeld der Frau größtmöglichen Schaden anzurichten und eben auch Bewohner in dem Haus letztendlich zu verletzen. Die Festnahme, das Ende einer ganzen Serie an Taten, die der Syrer an diesem Abend begangen haben soll. Erst hat der Mann offenbar 2 Brände an verschiedenen Wohnhäusern gelegt. 31 Personen wurden laut Feuerwehr verletzt, darunter Kinder. Einsatzkräfte und Anwohner haben Menschen aus dem Fenster gerettet. Dann bin ich raus und habe das dann gesehen sofort. Und wie die dann versucht haben, mit Leitern, die sie von vorne irgendwo geholt haben, auf das Dach raufzukommen, auf das Vordach hier und dann die Kinder, die Kinder gerettet haben. Und es geht weiter. Rein, raus, macht den Laden kaputt. Nachdem der Syrer die Brände gelegt haben soll, steigt er offenbar in einen weißen Transporter, rast damit immer wieder in die Schaufenster mehrerer Geschäfte, wie Aufnahmen zeigen. Er steigt mit einer Machete aus dem Wagen aus, soll damit auch Menschen bedroht haben. Die Taten haben sich offenbar gezielt gegen eine Familie gerichtet. Reporter Gerrit Schröder, der hatte Gelegenheit, mit dem nordrhein-westfälischen Innenminister Herbert Reul über die Taten und den mutmaßlichen Täter von Essen zu sprechen. Herr Reul, erklären Sie kurz, Sie haben sicherlich von dem Fall auch sehr früh erfahren, dass gestern in Essen passiert ist. Was waren Ihre ersten Gedanken bei der Situation? Ja, zuerst ist man total erschrocken, weil man ja auch nicht weiß, was auf einen zukommt. Man kann es auch nicht einschätzen. Gott sei Dank kommt dann Stück für Stück an Fakten ans Tageslicht. Es war sehr unübersichtlich, weil es so viele Sachen gleichzeitig waren. Jetzt war wieder auch eine Machete drin, es war ein hohes Aggressionspotenzial auch wieder spürbar. Es war zwar eine familiäre Geschichte, aber trotzdem mit einer hohen Gefährdung und auch mit vielen Verletzten. Wie sieht das aus? Ist das auch eine Entwicklung, die Ihnen Sorgen macht? Ja, aber die gibt es immer schon. Die ist auch nicht neu. Ne? Dass Menschen, weil sie private Rachegelüste haben, quasi Amok laufen, um es mal ein bisschen unsauber zu formulieren. Und dass da alle Mittel eingesetzt werden, ist ja in der Vielfalt vielleicht neu. Aber sowas gab es immer. Also Angriffe auf über den man sich sehr ärgert oder erbost ist. Und der war möglicherweise auch nicht nur familiär sehr angespannt, sondern wahrscheinlich war der auch psychisch nicht 100%ig auf der Linie. Was mir so persönlich auffällt, es war wieder eine Machete im Spiel. Es sind oft Messer und Macheten und so weiter. Ich habe sowas nicht zu Hause im Küchenschrank liegen. Ist das auch irgendwie eine Situation, die ein bisschen Sorge bereitet, oder war das schon immer ein Problem? Nein, das war immer ein Problem oder ist jetzt besonders ein Problem, weil offensichtlich viele Menschen Messer und ähnliche Geräte ja nicht nur zu Hause liegen haben, sondern auch mit sich rumschleppen. So, und wenn die mit sich rumgeschleppt werden, ist die Gefahr groß, dass sie angewandt werden, genutzt werden. Da ist ja Gott sei Dank nichts passiert, kann man ja sagen. Also das Gefährlichere war der Brand. Und das, gut, demjenigen, der die Schaufensterscheibe kaputt gefahren ist, findet es auch nicht lustig, aber da ist ja Gott sei Dank da nichts passiert. Aber das Vorgehen der Beamten, die dann die Festnahme durchgeführt haben, war ja vorbildlich. Sie wurden sofort ran, sehr straighte Ansage gemacht. Ja gut, das können die, Gott sei Dank. Also ich meine, dann war es gut. Die war natürlich auch in der Enge, der war gut, der konnte nicht mehr weg. Also das war auch eine gute Ausgangslage.